wenn ich den nicht mache, kann ich mir wahrscheinlich was anhören, aber in dem Fall habe ich einfach mal drauf gehalten. Hallo aus Dortmund zu unserem Rückblick auf das letzte Auswärtsspiel in dieser Saison. Mit 3:1 gewann der BVB gestern gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth und hat somit die Vizemeisterschaft perfekt gemacht. Und da hat sich gestern einer in die Torschützenliste eingetragen, der hier gerade hinter mir noch beim Training aktiv ist. Felix Passlack war das. Der ist gleich bei mir im Studio. Julian Brandt hat die anderen beiden BVB-Tore erzielt und wie das im BVB-Netradio klang, hören wir uns jetzt mal an. Haaland auf der linken Seite, Rafael Guerreiro frei. Bringt den Ball vors Tor und da ist das Tor! Ja, Julian Brandt, 26. Spielminute, 1:0 für den BVB. Schön auf die linke Seite, da ist Nico Schulz, der schaut, bringt den Ball in die Mitte. Brandt und der schießt das 2:1 in der 72. Minute. Und zwar richtig geil gespielt. Reus, Brandt. Ja, guter Ball zu Felix Passlack, rechts im Strafraum. Schuss Ja! durch die Beine, Tor! Felix Passlack, dem gönne ich's, da freue ich mich doppelt. 77. Minute, durch die Beine des Keepers macht Felix Passlack sein erstes Saisontor. Einfach mal draufgehauen. Und einfach mal frech rein. Genau. Ja, Felix wurde gestern Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt und hat in der 77. Minute sein erstes Saisontor erzielt. Das war gleichzeitig das 13. Joker-Tor des BVB in dieser Bundesliga-Saison. Das ist Ligaspitze. Und wie er das erlebt hat, hat er mir im Interview erzählt. Ja, Felix, Glückwunsch zur Vizemeisterschaft, aber vor allen Dingen auch zum Tor. Ich glaube, du hast gut geschlafen heute Nacht, oder? Ja, sehr gut. Ich freue mich natürlich, mit dem Tor der Mannschaft helfen zu können. War kein einfaches Spiel gestern und ja, ich denke, mein Tor hat dann schlussendlich dazu beigetragen, dass wir das Spiel gewonnen haben. Beschreib doch mal das Tor. Da war ja Erling auch noch in der Mitte. Ich glaube, wenn du den nicht reingemacht hättest, hättest du dir was anhören müssen. Oder Nobby hat im Netradio gesagt, einfach mal draufgehauen. Nee, ja, war gut rausgespielt aus dem Zentrum schon. Dann habe ich gesehen, dass Marco einen freien Ball hat. Bin dann in den freien Raum gelaufen. Marco hat ihn dann super reingespielt. Und ja, wenn ich den nicht mache, kann ich mir wahrscheinlich was anhören, aber in dem Fall habe ich einfach mal drauf gehalten, dann mit etwas Glück auch reingegangen. Es war ja nicht immer einfach für dich, du bist einer, der sich im Training immer reinhaut, sich anbietet, aber auch zurücksteckt. Und jetzt bist du gestern reingekommen, hast dieses Tor gemacht. Wie gut tat dir persönlich das? Sehr gut. Für mich ist das immer so eine kleine Belohnung für die harte Arbeit, die ich ja, wöchentlich hier immer auf den Platz bringe. Ich versuche einfach nie aufzugeben, egal wie schwierig die Situation ist, immer weiter Vollgas zu geben, der Mannschaft auch zu helfen, auch im Training Gas zu geben, um denen zu zeigen, dass ich halt auch da bin. Und dementsprechend habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut gestern. Ja, nicht nur du, auch deine Mitspieler haben sich sehr für dich gefreut. Was haben sie so gesagt? Ja, Glückwunsch. Wie du schon sagtest, die haben sich gefreut. Freut mich dann natürlich auch, dass die Jungs sich freuen, wenn ich ein Tor schieße. Und ja. Jetzt habt ihr gestern, du hast gesagt, es war kein einfaches Spiel. Ich hatte aber das Gefühl, du bist reingekommen, dann kam ja dieser Ausgleichstreffer, aber danach hat man schon auch gespürt, lief das Spiel nach vorne besser. Warum habt ihr das am Anfang noch nicht so geschafft? Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit war es generell schwierig, Torchancen zu erarbeiten. Ich glaube, vor dem 1:0 hatten wir, glaube ich, nur einen Torschuss, weil Fürth halt auch gut gemacht hat. Wir hatten ein bisschen Probleme, die Räume zu finden. Haben es dann in der zweiten Hälfte eigentlich auch ganz gut gemacht bis zum Ausgleich und waren dann allerdings ein bisschen passiver. Ja, und dann durch Wechsel von Nico und mir kam auch noch mal ein bisschen Leben rein. Leben war auch nach dem Spiel drin, ihr wart noch lange bei den Fans. Inwiefern war dieses Spiel, das Ergebnis, aber auch das danach so die richtige Reaktion auf das, was die Woche davor passiert ist? Sehr wichtig. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir die Fans letzte Woche enttäuscht haben. Ja, dass wir das Spiel gegen Bochum zu Hause mit 4:3 verloren haben, war kein schöner Tag. Auch die Stimmung nach dem Spiel war nicht gut, aber berechtigt. Und ja, dementsprechend versuchen wir dann jetzt nächsten Samstag nochmal den Fans ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Du hast es gerade gesagt, nächste Woche Samstag steht natürlich auch im Zeichen des großen Abschieds von Michael Zorc. Zum einen, wie geht ihr jetzt in diese Woche? Und zum anderen, vielleicht sagst du auch noch mal ein, zwei Sätze zu Zorci. Ja, die Woche gehen wir ganz normal an, wie eine ganz normale Woche.
so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ziehen wir es durch, trainieren auch ganz normal weiter, also jetzt keine freien Tage zwischendrin oder so. Ich glaube, das ist aber auch wichtig, auch mit Hinblick auf die neue Saison, dass wir da schon mal wieder den Fokus dann doch noch beibehalten, dann auch mit einer guten Stimmung in die Sommerpause gehen, uns dann alle wieder treffen. Und zu Hockey braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Jahrelang hier als Spieler und als Sportdirektor tätig. Mehrfach deutscher Meister, Pokalsieger, Champions League-Sieger. Ich glaube, hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt mit dem Verein. Und eine absolute Legende. Ja, also ein besonderes Spiel für Felix Passlack, und für einen weiteren Borussen war das gestern ein ganz besonderes Spiel für Manu Ferrei. Er hat gestern sein Bundesliga-Debüt gefeiert. In der Nachspielzeit durfte er noch ein paar Minuten mitmachen. Eigentlich ist Emanuel bei unserer U23 aktiv. Die hat bereits am Freitagabend gespielt. Ihr letztes Heimspiel aber gegen Verl verloren. Und hier sind die Highlights dieser Partie. 3076 Zuschauer sehen die Führung für den BVB kurz vor der Halbzeitpause. Richmond Tecci mit dem 1:0 Pausenstand. Die Gäste aus Verl im zweiten Durchgang die aktivere Mannschaft, und so kommen sie zum Ausgleich. Rabihic nach 56 Minuten. Nur 7 Minuten später sogar die Führung für die abstiegsbedrohten Gäste durch Petkov. Der BVB nach 75 Minuten in Unterzahl. Torschütze Tecci sieht gelb-rot. Dennoch die Chance zum Ausgleich. Franz Pfanne vergibt in der Nachspielzeit. Und nochmal News vom Nachwuchs. Die U19 hat am Samstagvormittag hier das Halbfinal-Hinspiel um den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft gegen die Blauen gewonnen. 5:1. Bradley Fink unter anderem mit einem Dreierpack. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntagvormittag in Gelsenkirchen statt. Und Derbys, das steht seit gestern Abend fest, gibt es auch nächstes Jahr wieder in der Bundesliga. Und da wollen wir euch jetzt schon mal so ein bisschen drauf einstimmen. Und das war's hier von uns aus Dortmund. Tschüss, kommt gut durch die Woche.